unseres 10-jährigen Jubiläums und einer Förderung von Erasmus+ und dem Land NRW hatten wir die Möglichkeit, Jugendliche aus London, Liverpool und Rotterdam einzuladen. Und gemeinsam mit den Jugendlichen aus Bergisch Gladbach haben sie sich der Frage gewidmet, who I am, also wer bin ich und wie ist so meine Rolle in einer vielfältigen Gesellschaft. Gerade in der jetzigen Zeit, wo viele demokratische Werte auch in Frage gestellt werden, finde ich es wichtig, wenn Jugendliche die Möglichkeit bekommen, sich gemeinsam mit solchen Werten wie zum Beispiel Respekt, Freiheit oder auch die Akzeptanz von Minderheiten auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich toll, wenn das möglich ist, miteinander, also wenn sich junge Menschen begegnen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichem kulturellen Background und erkennen, dass sie ganz viel gemeinsam haben, vielleicht mehr als sie eigentlich unterscheiden. Nobody in here too cute to not pick up their feet. That's your bass drum. They need to hear it. There's a reason it's a bass. It leads you. Bei Roots ist es uns immer wichtig, junge Menschen zusammenzubringen, die Interesse an Kunst und Kultur haben, in ganz verschiedenen Bereichen, Musik, Tanz, Medien. Wir arbeiten sehr transdisziplinär und wir freuen uns immer mit Hilfe oder durch Kunst und Kultur junge Menschen zusammenzubringen. I see all the freestyle dances in hip-hop and I'm like, oh, that looks so good, and my freestyling, it's not that good that it's not worth to see, so. Also für mich war das ganz Besondere, dass wir gerade in dem Bereich Tanz so super mit diesem Thema arbeiten konnten. Also das Thema war ja, wer bin ich und wie kann ich mit dem, was ich bin, was ich kann, positiv zu einer vielfältigen Gesellschaft beitragen. Und das konnten wir im Tanzen so gut umsetzen, weil wir hatten Jugendliche, also unsere Jugendliche aus dem Krea-Jugendclub, hatten Jugendliche aus Rotterdam, aus Liverpool und die haben alle so unterschiedliche Talente mitgebracht. Also wir hatten nicht nur einen Tanzbereich, also wir hatten Breakdance, wir hatten Hip-Hop, wir hatten Ballett, wir hatten Contemporary und die haben allein von sich aus mit dem, was sie können, so viel mitgebracht, so viel Individuelles und haben das zusammengefügt, sodass wir ja, was Positives schaffen konnten, was jedem genutzt hat und was das Ganze so einfach so, ja, so vielfältig gemacht hat, so interessant gemacht hat, so positiv gemacht hat. Und das ist halt einfach genau das Thema, worum es geht. Und damit konnten wir einfach wahnsinnig gut arbeiten. Aus den Jugendlichen wirklich das, was sie können, sie darin zu bestärken, dass sie gut darin sind, sie auch nochmal selber sehen zu lassen und spüren zu lassen, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich, was sind meine Talente und ich kann mit meinem Talent was den anderen mitgeben, ich kann mich austauschen und das macht mich besonders mit dem, was ich bin und das fand ich einfach ganz toll, dieser Austausch. Sick, mach mal sick. Genau so. Ready? Sorry for killing the vibe. Die verschiedenen Künstler, die verschiedenen Talente bringen einiges mit, verschiedene Styles. Ich sage jetzt mal so, dass vielleicht in Deutschland eine andere Rezeption bezüglich Hip-Hop besteht und das ist halt das Tolle, dass das alles so zusammen kombiniert wird und dann daraus eins entsteht. Wir haben zum Beispiel einen da, der Ukulele spielt oder einen anderen, der irgendwie Gitarre eingespielt hat in einem Hip-Hop-Track. Dann haben wir Percussions, da haben wir Leute da, die vielleicht noch nie gerappt haben und noch nie gesungen haben, die dann auf einmal auf einem Song zu hören sind, was auch wunderschön klingt. Die Jugendlichen, die pushen sich auch gegenseitig. Ah, ich habe das gehört, du kannst das. Und wenn man sich da in gewisser Hinsicht so unsicher gefühlt hat, vielleicht in der Vergangenheit, hat man hier die Möglichkeit, sich fallen zu lassen und man wird aufgefangen und das, was du drauf hast oder was man drauf hat, das wird in dem Fall gefördert und auch geschätzt. You know I've been
Wow, mach! Okay, nochmal. Ich habe hier viele Leute kennengelernt, die Dinge können, die mich beeindruckt haben, die ich auch gern können würde, und das lässt mich, glaube ich, in Zukunft mehr üben in Richtung Tanz, in Richtung Rap und Gesang. Ich hatte hier etwas ruhiger und nicht ganz so professionell und auf einem so hohen Level erwartet. What I do here is I do rap and poetry, so spoken word. What I can bring here is like positivity, I guess, like showing my side of the story. So where I've come from and what I've came through, and then showing the world who I am really. It's amazing, like listening to other people talk from different cities, different countries, the way they live, the way the music is, it's different. And like I like to add it to my style. So like when I hear it, it makes me feel like I can benefit from it. Come on. Circle. The ends go right back to the beginning and continue and so on. Who am I? I am me. I am unique. And no one can tell me who to be. I am loud. So my name's Nikki Blaze. That's my artist name. Someone just called me Nikki. And I am a dance coach, mentor. I specialise in creative writing, lyrical content, performing skills and recording skills. And my job is to make sure that everybody can get to a level that they're comfortable with, but also a level that can take them outside of their comfort zone and outside the box. There's no right or wrong to this, yeah? This is about when you look and see things around you. How does it make you feel? What type of vibe does it give you? Okay. For me, it's a great project because I've done Roots and Roots projects before, and every project is different. Every project is special, and there's always something amazing that comes from these projects. For my team, or my group, shall I say, I think it is a great experience because some of them have never travelled outside the UK before. So some of the styles that we have, even though we say it's a hip-hop project, there's many different styles. We have some grime music, we have hip-hop music, we have a bit of soul, R&B, all combined. So hopefully when we see the performance at the end of the week, you'll be able to see some of the combinations. We on them fruity things, we got ourselves A. All your shit isn't me fault, nay. You know what the deal is, got the stuff that makes you feel it. You know I'm the realest, but if you got shine, I'ma steal it. I got the sauce, I got the truth, I got the juice that make everybody move. I'm gonna wake up, alarm on snooze. You wanna expose, but look up the proof. You know I've been ballin', you know I've been ballin', you know I've been, you know. Ich finde das eigentlich super, dass wir dieses Jahr auch mit internationalen Teilnehmern das Projekt machen, weil wir natürlich Gäste hier im Haus haben, was immer spannend ist, neue Leute kennenzulernen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit für unsere Teilnehmer, Freunde zu finden,
Freunde über das Projekt hinaus und inhaltlich bedeutet das auch immer eine Bereicherung, wenn Leute aus anderen Ländern Ideen miteinander entwickeln, als wenn wir das einfach wie gehabt weiter fortführen. I wanna hold your hand, let's get jitty, jitty, hey. I wanna hold your hand, let's get jitty, jitty, hey. Yeah. Please tell me what we're gonna do. Und bei runden Sachen versucht man auch rund zu füllen. Also ich finde es hier sehr schön und ich werde wahrscheinlich mitnehmen, dass Graffiti eine schöne Art zu malen ist, also zu sprühen eher, und dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich finde das mit den Gästen aus Holland und England sehr gut, dass es so kulturell ist. Wenn ich mal Wörter oder so nicht weiß, mache ich es meistens mit Körpersprache oder so. Ja. Noch ein, zwei von dir. 10 nach dir sein, wir haben 10. Die Jugendlichen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatten verschiedene Levels. Da gab es teilweise Leute, die noch nicht so weit waren, und da gab es aber auch eine Person, die schon quasi in dem Studienbereich gearbeitet hat. Das heißt, die Levels waren wirklich sehr unterschiedlich. Die Herausforderung war natürlich dann auch, die miteinander zu koppeln, was aber am Ende super geklappt hat, weil jeder irgendwie jedem geholfen hat. In dieser Woche diese Entwicklung zu sehen, wenn man sie bestärkt, was letztendlich danach für ein Ergebnis kommt und wie glücklich sie dann auch selber sind. Und das ist nochmal das, was ich für mich als Coach mitgenommen habe und was ich einfach für meine weitere Arbeit, auch im Krea-Jugendclub, einfach woran ich weiterarbeiten möchte. Das finde ich ganz, ganz toll. So eine schöne Show quasi auf die Beine gestellt haben, sei es jetzt Musik, Tanz, Medien, Graffiti. Das ist unbeschreiblich. Ich glaube, das ist auch also einer der ersten Male, dass das so in der Form, glaube ich, hier in Bergisch Gladbach so stattfindet. Wir haben in diesem Jahr eine Altersspanne von 12 bis 21 auf der Bühne stehen, was Projekte natürlich noch vielfältiger machen und wo auch Jung und Alt eben voneinander und miteinander lernen können. Und das machen unsere Projekte und auch immer die Projektwoche in Bergisch Gladbach auf jeden Fall für uns besonders. For them, they will take home the experience of meeting people from another country. Learning as much as they can about another language and another culture. Also new techniques in whatever their skills are, whether it be dance, music, technical and media stuff. And for me, the experience is always a new lesson and a new learning ability for me to take home. Mich hat begeistert, mit wie viel Engagement und Ernsthaftigkeit die Jugendlichen das Thema bearbeitet haben und mit wie viel Wertschätzung sie sich begegnet sind. Und das gibt mir ganz viel Energie und ich hoffe, dass wir noch viele internationale Projekte mit unserem Kooperationspartner Roots Routes Netzwerk machen können.